Der weiße und vollmundige Joghurt steht bei vielen Menschen täglich auf dem Ernährungsplan. Ob zum Frühstück, kleinen Mittagssnack oder für ein leichtes Abendessen. Joghurt ist super beliebt und wird weltweit gegessen. Aber wer hätte gedacht, dass in der Ernährungsroutine noch viel mehr steckt als eine leckere Mahlzeit? Ernährungswissenschaftler empfehlen sogar den täglichen Verzehr von Joghurt. Warum das so ist, erkläre ich dir in diesem Video. Ich wünsche dir viel Spaß. Grund Nummer 1. Joghurt enthält wichtige Vitamine. Das Milcherzeugnis Joghurt enthält viele Vitamine. Eine 230 Gramm Joghurtmahlzeit deckt bereits 60% des durchschnittlichen Vitaminbedarfs einer erwachsenen Frau. Dies liegt daran, dass in Naturjoghurt oder auch griechischem Joghurt viel Kalium, Vitamin B, Vitamin B12 und Zink enthalten sind. Wer als Vegetarier bewusst auf einen Fleischkonsum verzichtet, bietet sich der regelmäßige Verzehr von Joghurt zusätzlich an, da Vitamin B5 und B12 hauptsächlich in Fleischprodukten enthalten sind. Natürlich kann der Joghurt nicht den kompletten täglichen Bedarf an Vitamin decken. Es bietet aber eine tolle Grundlage für eine ausgewogene Ernährung. Grund Nummer 2. Joghurt hilft beim Abnehmen. Eine amerikanische Studie hat den Einfluss von dem Verzehr von Joghurt bei gleichzeitiger Diät untersucht. In der Studie haben die Teilnehmer täglich 500 Gramm Joghurt verzehrt und gleichzeitig abgenommen. Personen der Vergleichsgruppe waren ebenfalls in der Diät, erhielten aber nicht die Anweisung, täglich Joghurt zu essen. Das Ergebnis der Studie unterstützt die Aussage der Ernährungswissenschaftler, regelmäßig Joghurt zu verzehren. Denn die Personen der Vergleichsgruppe Joghurt nahmen 22% mehr ab und verloren zudem mehr Bauchspeck als die Person ohne Joghurtkonsum. Wie der Verzehr von Joghurt besonders die Fettreduktion von Bauchfett unterstützte, kann auch ich mir von hier aus nicht erklären. Fakt ist aber, Joghurt hilft beim Abnehmen. Denn Grund Nummer 3. Joghurt für jedes Ernährungsziel. Fettarmer Joghurt enthält auf 100 Gramm je nach Hersteller ca. 55 bis 60 Kilokalorien. Dies ist sehr gut, denn Joghurt macht gleichzeitig schnell und lange satt. Dies gilt für den fettreduzierten und griechischen Joghurt mit einem geringen Fettanteil von unter 3% und bedingt auch für Joghurt mit einem erhöhten Fettgehalt. Fetthaltiger Joghurt enthält etwas mehr Kalorien, ist aber natürlich nicht ungesünder. Je nach Ernährungsziel kann fetthaltiger Joghurt sogar zu empfehlen sein. Machst du viel Sport und möchtest Muskeln aufbauen, bietet sich der Verzehr von Joghurt mit einem erhöhten Fettgehalt sogar an. Zudem ist zum Muskelaufbau ein leichter Kalorienüberschuss notwendig. Mehr Einzelheiten dazu findest du im oben rechts eingeblendeten Video. Ist dein primäres Ziel das Abnehmen, bietet sich der Verzehr von fettarmem Joghurt an. Denn mit wenig Kalorien lange satt zu sein, hilft, die tägliche Kalorienanzahl unten zu halten. Denn Abnehmen und jede Diät funktioniert nach einem simplen Prinzip. Nehme weniger Kalorien auf, als was du verbrauchst. Was aufgrund von Industriezucker und Geschmacksverstärkern aber auf jeden Fall nicht beim Abnehmen hilft, sind Fruchtjoghurts, Joghurtdesserts wie Stracciatella oder Vanillejoghurt. Dabei handelt es sich um leckere Desserts, die man sich sicher ab und an auch mal gönnen darf. Zum regelmäßigen Verzehr sind sie aber ungeeignet. Ist dir der fettarme Joghurt nicht geschmackvoll genug, kannst du auch gerne einen kleinen Teil Fruchtjoghurt mit fettarmen Joghurt mischen. Gewöhnst du dich an weniger Zucker, wirst du auf Dauer immer weniger Zucker benötigen. Grund Nummer 4. Joghurt stärkt das Immunsystem. In Milchprodukten und damit auch in Joghurt sind jede Menge Probiotika enthalten. Dabei handelt es sich um Bakterien, die unser Immunsystem stärken und unsere Verdauung anregen. Probiotika werden sogar in neueren Hautpflegecremes hinzugefügt, da sie ein gesundes Aussehen und ein gesundes Hautbild fördern. Personen, die unter Verdauungsproblemen leiden, kann der regelmäßige Verzehr von Joghurt eine deutliche Erleichterung schaffen. Grund Nummer 5. Joghurt unterstützt den Muskelaufbau. Dass Magerquark und Skyr super für einen Muskelaufbau geeignet sind, weißt du bereits vielleicht. Auch Joghurt enthält viel Eiweiß und eignet sich daher besonders für eine ausreichende Versorgung der Muskeln mit Protein.
Gerade nach dem Sport sind die Muskeln gereizt. Wird dann dem Körper Eiweiß zugeführt, kann der Körper die gereizten Zellen reparieren und noch darüber hinaus verstärken und beim nächsten Training noch belastbarer zu sein. In 100 Gramm Joghurt ist im Schnitt ca. 3,6 Gramm Eiweiß enthalten. Beim griechischen Joghurt sind es da schon 6,5 Gramm Eiweiß. Aufgrund dem erhöhten Eiweißgehalt bietet sich der Verzehr von Joghurt daher auch zum Muskelaufbau an. Gerade wenn man neben Magerquark und Skür mal etwas Abwechslung in die Ernährung bringen möchte. Grund Nummer 6. Joghurt ist gut für das Herz-Kreislauf-System. Neue Untersuchungen zeigen, dass Joghurt sowie auch weitere Milchprodukte einen positiven Einfluss auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben. Diese These wird mit einem Einfluss auf den Blutdruck erklärt. Die Ernährung spielt bei dem Bluthochdruck eine große Rolle. So scheint der erhöhte Verzehr von fettarmen Milchprodukten eine blutdrucksenkende Wirkung zu haben. Aber Achtung, wer auf blutdrucksenkende Medikamente angewiesen ist, sollte eine Ernährungsumstellung unbedingt vorher mit einem Arzt besprechen. Denn auch hier gibt es wie bei vielen Studien über die Wirkungsweise von Nährstoffen Unterschiede in den Studienergebnissen. Gleichwohl deuten die Studien aber alle in die gleiche Richtung. Fettarme Milchprodukte sollen eine blutdrucksenkende Wirkung haben. Grund Nummer 7. Joghurt fördert die Knochengesundheit. Unsere Knochengesundheit hängt maßgeblich von den Nährstoffen ab, die wir unserem Körper zur Verfügung stellen. Gerade Calcium, Phosphor und Kalium sind wichtige Nährstoffe, die zur Knochengesundheit erforderlich sind. Umso schöner, dass genau diese in Joghurt reichhaltig enthalten sind. Mit dem Verzehr von Joghurt kann der Schwund von Knochendichte vorgebeugt werden. Dies ist insbesondere ab einem Alter von über 60 Jahren relevant, wenn der menschliche Körper biologisch bedingt Knochendichte verliert. Der regelmäßige Verzehr von Joghurt kann dabei diesen Prozessen entgegenwirken. Und wenn du dachtest, dies wären schon alle positiven Effekte, hier kommt Effekt Nummer 8. Joghurt kann das Risiko eines Infarkts reduzieren. Die Universität Oxford hat im Jahr 2018 untersucht, ob der regelmäßige Verzehr von Joghurt einen Einfluss auf das Herzinfarktrisiko hat. Studien zuvor hatten diesen Effekt angedeutet, konnten aber bislang nicht gezielt bestätigt werden. Das Ergebnis der Studie scheint verblüffend. Das Risiko eines Infarkts kann bei Männern um 20% und bei Frauen um sogar 30% reduziert werden. Die in Joghurt enthaltenen Milchsäurebakterien binden im Darm überschüssiges aufgenommenes Salz. Das über die Nahrung aufgenommene Salz kann so verstoffwechselt werden und der Blutdruck wird auf ein gesundes Level reguliert. Bringen wir es auf den Punkt. Der regelmäßige Verzehr von Joghurt ist gesund. Er stellt eine Grundlage für eine ausgewogene Ernährung dar und kann sogar mit gesundheitsförderlichen Effekten punkten. Eine lange Zeit galt tierisches Milchfett als ungesund. Aktuelle Studien revidieren aber die alten Erkenntnisse und deuten auf mehrere positive Effekte durch den Verzehr von Joghurt hin. Um neben den positiven Joghurteffekten auch noch von weiteren gesundheitsförderlichen Effekten profitieren zu können, empfehle ich dir den gleichzeitigen Verzehr von Joghurt mit Haferflocken. Haferflocken und Joghurt bilden eine tolle Symbiose, die du dir nicht entgehen lassen solltest. Was passiert, wenn du jeden Tag Haferflocken isst, erkläre ich dir in dem hier links eingeblendeten Video. Klicke doch hier darauf, dann geht es direkt weiter. Körperglück. Finde dein Körperglück.